you, Guruji. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you. Hallo Guruji, danke dir so sehr. Danke, danke. It feels like right now at the moment that nothing else matters. Es fühlt sich im Moment so an, dass nichts anderes von Bedeutung ist als die Formlosigkeit, die ich erlebe. Und es ist so klar, sogar in Interaktionen mit anderen Menschen, als da immer noch eine Identität da war, wie ich erscheinen sollte, wie ich reagieren sollte, was ich tun sollte. Es gibt nicht viel, das mich da hineinziehen kann, aber der Schmerz, der scheinbare Schmerz dieser Identität in den letzten paar Wochen, der ist einfach so ungeheuer geworden irgendwie. Da ist dieses sich verstecken wollen, von dem du sprichst, das ist das. Es ist die Sache, die sich vor der Wahrheit verbirgt, der offensichtlichen Wahrheit dessen, was ist. Und sogar jetzt, während ich rede, wie du sagst, sei dir deines Bewusstseins bewusst. Und ich spüre das, die Worte kommen einfach so. Und weißt du, alles fühlt sich einfach so jetzt an. Das nichts, so gar nicht einmal der nächste Schritt, der nächste Augenblick. Ich kümmere mich nicht darum und nicht einmal nur das. Ich will auch nichts. Und ich weiß, dass ich deshalb nach Sahaja gekommen bin, wegen dieser ungeheuren Liebe, die mich zu dir gezogen hat und diese ungeheure Liebe, die ich in der Sangha verspüre. Und du hast einfach alles gegeben und dieses Treffen mit Gott. Und du bist einfach mein Licht und meine Liebe und mein Herz. Und ich bete, dass dieser Körper, wo auch immer er hingehen möge, dass er die lebendige Verkörperung dessen sein möge, auf das du hinweist, Guruji. Ja, ich spüre das in dir. Becoming yourself is the best deal in the world. Du selbst zu werden, ist der beste Handel in der Welt, das Beste, was dir passieren kann. Das ist eine seltsame Sache, das zu sagen. Warum? Weil alle glauben, sie selbst zu sein, aber sich immer noch an einer Form festhalten, die vollkommen unstabil ist und dass sie bereit sind, diese Form weiterhin zu leben, während sie als das Formlose alles sind. Es fühlt sich an, als ob es ein Opfer bedeuten würde, die Form in das Unendliche zu verlieren, das alle Formen gebärt. Und das wird dazu führen, dass du deine Freisetzung aufschiebst, weil es dir so viele Türen präsentiert, die nirgendwo hinführen. Aber wir haben immer noch das Gefühl, ja, vielleicht, so ist das einfach. Es ist ein Trick, aber es ist ein göttlicher Trick, weil du die göttliche Transzendierende bist und wir brauchen diese Herausforderungen, diese scheinbaren Hindernisse, das wahre Unterscheidungsvermögen ausüben zu können, das dir so viel Freude bringt, während wir die Früchte spüren und erfahren des inneren Geistes und der Weisheit des inneren Geistes, die auf die richtige Weise ausgeübt werden. Then the nothingness is incomparable. Das Nichtsein, das Nichts ist unvergleichbar, sogar mit allem, was möglich ist, denn das alles ist einfach ein Fluss des ewig veränderliche Eindrücke in der ungeheuren Weite der unveränderlichen absoluten Reinheit des Selbst. So I say, I don't want und deshalb sage ich, anyone to make tattoos out of what I share. Ich möchte nicht, dass irgendjemand ein Tattoo, eine Tätowierung aus dem macht, was ich sage, sondern du sollst es benutzen. Jedes Wort, jeder Hinweis sollte wie ein Spiegel sein,
der einfach das Absolute widerspiegelt, dein Selbst. Und danach, da macht es keinen Unterschied mehr. Wir reden über das Leben, als ob es eine so große Sache wäre. Der Verstand macht eine große Sache daraus. Du bist die große Sache. Denn das Leben kann so viele Formen annehmen. Jeder hat eine Geschichte, jeder hat ein Buch, jeder hat eine Reise. Das ist alles nichts. Deshalb sind wir so beschäftigt damit, einander davon zu überzeugen, weil es nichts ist. Wir versuchen, einander das Nichts zu verkaufen, auch das falsche Nichts, noch nicht einmal das gute Nichts. Das ist in Ordnung so. Es gibt im Leben nichts, was verflucht werden sollte. Es geht nur darum, es zu sehen und die Tendenzen zu transzendieren, die dafür sorgen, dass wir in der Zeit gefangen bleiben, in der Form gefangen bleiben. Wenn du formlos und ungebunden bleiben könntest. Das ist es. Kann ich etwas sagen, Guruji? Ich habe seit einiger Zeit das Gefühl, da war so viel Aufmerksamkeit auf dem, was im Verstand vor sich geht. Und vor einigen Tagen, da habe ich bei dir gesessen und da war so eine Ungeheurigkeit in deiner Gegenwart. Und auch das, was gesehen wurde, wurde in dem Licht dessen hinweggewaschen. Und es war wie die zwei Schwingen des Flügels, über die du sprichst. Die Selbstergründung und die Hingabe. Und sogar in der Selbsthingabe muss die Selbstergründung lebendig sein, um kleine Dinge zu erfassen. Aber ich liebe dich einfach so sehr und ich bin hierfür hier und segne dich für alles, was du mit uns teilst. Und diese Sangha ist so wunderbar und so ein ungeheurer Spiegel von dir und so stark. I don't want to be and I won't be worried for you. Ich mache mir keine Sorgen über dich und ich will mir auch keine Sorgen über dich machen, denn ich schäme mich dessen nicht, was ich mitteile, was hier mitgeteilt wird. Ich kann es für euch nicht essen, ihr müsst es selber verspeisen. Und die Frucht dieser Mahlzeit, das ist der Geschmack, den wir alle ineinander erleben. It's only for this, you know. Sahaja ist nur hierfür. Why we came here? We didn't plan to come here. Warum sind wir hierher gekommen? Wir haben nicht geplant, hierher zu kommen. Es hat sich einfach so ergeben. Also wenn wir darüber nachdenken, warum sind wir hierher gekommen? Warum kommst du an einen Ort, der so entlegen ist vom Leben, wenn das Leben so strahlt und lockt? Warum kommen wir an einen Ort wie diesen? Da geht es nicht um das Geschäft. Da geht es darum, diesen Raum zu haben, damit diejenigen, die hierher gerufen wurden, wirklich den Raum hatten für die Innenschau, für die Selbstergründung, die Reflexion, aber trotzdem die Realität des Lebens um sich herum zu haben, zu arbeiten, nicht einfach nur die Sterne zu zählen, zu träumen, sondern das Leben zu spüren und die Stärke. Denn die Menschen hier in Sahaja, die werden stark. Aber gleichzeitig auch weich, rein. Find a humility inside. Finde die Bescheidenheit in dir und dann schätzt du alles, Gutes und Schlechtes, und du nutzt alles. Das ist das Herz und der Geist der Wahrheit. Und hier, da muss ein Suchender dahin kommen zu finden, ohne zu einem Findenden zu werden. Wenn die Wahrheit das ist, was du suchst, wenn der Suchende das findet, was gesucht wird, dann verschwindet der Suchende.
becomes just what is. Und das, was gesucht wird, wird einfach das, was ist. Or you can say the seeker merges into the discovery. Oder du könntest sagen, dass der Suchende mit der Entdeckung verschmilzt, nicht zurückbleibt und sagt, ja, als ich das Selbst gefunden habe in 1900. Niemand spricht so. Bitte tut das nicht. Du musst deine Biografie nicht ankündigen, deine Autobiografie. Danke. Danke, Guruji. Ich liebe dich so sehr. Segne dich. Okay, very good. There's one person I want to see. Is here? Sehr Tapani gut. here? Es gibt hier einen, den ich sehen möchte. Ist Tapani hier? Kann ich mit dir reden? Thank you. Danke. Namaste. I don't like speaking so much. Hi, Namaste. Yeah, but Mir today, gefällt es nicht so sehr, viel zu reden. Ja, aber heute. The ego is still very strong, I have to say. yes. Das Ego ist immer noch sehr stark, das muss ich sagen. There's quite a few IT people who understand because they taught me this. You see? Weißt du, hier gibt es einige there are some IT-Leute, die instruments that das we verstehen use, werden, denn sie haben mir das beigebracht. Es gibt they are einige built in such a way Geräte, they die don't wir have power in benutzen, themselves. They die must be sind plugged so into gebaut, something. dass sie selbst keine Stromversorgung haben. Die müssen irgendwo eingesteckt werden und dann verwenden sie die Stromversorgung des anderen Geräts, zum Beispiel ein Licht oder ein Lüfter, der mit deinem Computer funktioniert. Und da ist dann so ein USB-Kabel dran und dann steckst du das ein und dann versorgt es sich über die Stromversorgung des Computers. Das bezeichne ich als Phantomstromversorgung, weil es nicht von selber läuft. Und genauso ist es mit dem Verstand. An sich, für sich selbst, hat er keine Stromversorgung. Es ist eine Komponente. Es hat noch niemand einen seltsamen Verstand gesehen, der hier herumrennt. Er lebt nur in Beziehung und ist immer mit etwas verbunden, von dem er seine Energie zieht. Und wenn das ausgesteckt wird, dann ist die Energie abgezogen. Und der Verstand bezieht seine Energie von dir. Er hat nicht die Macht, alleine zu leben. Er muss mit dir zusammenarbeiten. Wenn du also kraftvoll wirst, wenn du also wahrhaftig wirst, dann ist der Einfluss des Verstands auf psychologischer Ebene verringert und dann wird er nicht mehr gespeist. Und dann muss er mit dir verschmelzen. Er muss zu dir kommen. Ansonsten ist er einfach verschwunden. Und was das bedeutet, heißt, dass er jetzt in seiner Quelle zurückkehrt. Und das ist ein wunderbares Schicksal für den Verstand. Du musst den Verstand nicht töten, du musst ihn nicht wegwerfen. Es ist Teil dieses Spiels. Alles kommt aus dem reinen Bewusstsein selbst. Aber wie damit umgegangen wird, wenn man sagt, der Verstand ist stark, warum ist der Verstand stark? Weil du glaubst, dass du schwach gegenüber ihm bist. Du kannst ohne diesen Verstand sein, aber er kann nicht ohne dich sein. Deshalb musst du beurteilen, welches das Größere ist. Aber du kannst sehr gut ohne ihn zurechtkommen und auch mit ihm. In welcher Art und Weise ist der Verstand also stark? Ich werde verwirrt zwischen dem praktischen Verstand und dem psychologischen Verstand. Ich habe das Gefühl, dass die irgendwie miteinander verbunden sind. Das ist gut, du kannst sie alle in einen Korb werfen. Dann ist es einfacher, damit umzugehen. Ganz gleich, ob du es den praktischen Verstand nennst. Ich will dem Verstand nicht so einen Status verleihen, als praktischer Verstand, als unpraktischer Verstand.
Nennen wir es einfach alles Verstand. Warum können wir das so nennen? Weil in jedem Spiel, in dem sich der Verstand zeigt, du derjenige bist, der sich dessen bewusst ist, der bestimmt, was es ist. Es ist nicht so, als ob der Verstand das selbst für dich tut. Du musst das jedoch erkennen. Ich werde die Dinge nicht komplexer machen, indem ich sage, das ist der praktische Verstand, das ist der spirituelle Verstand, das ist der philosophische Verstand, der psychologische. Das ist mir egal. Für mich existiert das alles nicht, abgesehen von unserem Glauben daran. Unser Glauben daran bedeutet, wenn du an etwas glaubst, dann aktivierst du es, du gibst ihm Energie, es wird real für dich. Wer hat dir diesen Verstand gegeben? Deine Eltern? Wer hat den Verstand so machtvoll für dich gemacht? Wie ist das gekommen? Wenn du deinem Verstand keine Aufmerksamkeit schenken würdest, könnte er dann kraftvoll sein. Die Frage ist, kannst du aufhören, dem Verstand Aufmerksamkeit zu schenken? Denn es scheint so, als ob es mit deinem Nachnamen und deinem Vornamen kommt. Es sieht so aus, als ob der Verstand so kommt, als ob er du wärst oder dein Berater wäre oder was auch immer. Aber deine Kraft liegt darin, zu erkennen, dass ganz gleich in welcher Form der Verstand auftaucht, als Gedanke, als Erinnerung, als Gefühl, als Anhaften oder als Begierde, dass das alles Verkehr ist sozusagen, etwas, das kommt und geht. Es ist nicht stabil, es ist nicht wahrhaftig, nicht wirklich. Weißt du das? Was geschieht? Wenn ich alle Gedanken ablehne, wie schaffe ich dann meinen Alltag? Wenn ich nicht denken kann, was ich als nächstes tun soll. Nein, da ist ein Unterschied zwischen nicht können und nicht wollen. Wenn du nicht denken kannst, das ist kein Urteil gegen dich. Ich sehe den Verstand nicht als Feind. Nicht jetzt. Da war einmal eine Zeit, wo ich ihn als schlecht gesehen habe. Du machst deinen Verstand besser, indem du dich daran erinnerst, wer du bist. Du kannst deinen Verstand nicht zu etwas Gutem machen, indem du vergisst, wer du bist. Wenn ich sage, vergiss den Verstand, was ich damit meine, ist, dass er im Moment zu viel Autorität erhält, zu viel Aufmerksamkeit erhält. Er lebt von Aufmerksamkeit. Genau wie der Körper und der Bauch von Nahrung lebt, lebt der Verstand von deiner Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist dein kraftvollstes Instrument. Und das ist das, wovon der Verstand lebt. Wenn du ihm Aufmerksamkeit schenkst, wie machst du das? Erstens, indem du glaubst, dass du eine bestimmte Person bist. Diese Selbstdefinition, die du von dir selbst hast, die wird bestimmen, wie sich der Verstand in dir verhält. Das heißt, eng miteinander verbunden. Siehst du, du sagst, wenn ich dem Verstand keine Aufmerksamkeit gebe, wie funktioniere ich dann? Im Moment gibst du ihm sehr viel Aufmerksamkeit. Wie funktionierst du? Nicht sehr gut. Probier es mal auf meine Weise. It's like you're your mind's #1 fan, you know? Es ist so, als ob du der größte Fan deines Verstandes wärst. The attention we give to mind, die Aufmerksamkeit, die wir dem Verstand geben, warum gibst du die nicht dir selbst? Das ist das Schwierige daran. Du sprichst über die ungeheure Weite. Ich kann die nicht wirklich finden. Welches der Worte, die ich verwende, welches macht Sinn für dich? Vielleicht ein Gefühl des Seins, aber es fühlt sich nicht ungeheuer weit ein. Okay, vergiss das einfach. Ein Gefühl des Seins, das ist in Ordnung.
enthält dieses Gefühl des Seins irgendeine bestimmte Qualität. Es fühlt sich immer noch wie eine Schwingung an. Okay, eine Schwingung. Wenn du so sagst, dass das Gefühl des Seins wie eine Schwingung ist, dann kann die Schwingung nur von etwas entdeckt werden, das sich davon getrennt befindet, nicht wahr? Also es ist sehr gut zu sagen, das Gefühl des Seins ist wie eine Schwingung, wie Energie. Also ich bin mir dessen bewusst. Wenn du sagen kannst, es ist eine Schwingung, dann musst du ja da sein, um sagen zu können, es fühlt sich wie eine Schwingung an. Was du damit sagst, dass du es so sagst, ist, dass du der Beobachter dieser Schwingung bist. Yes or no? Ja oder nein? How would you speak about vibration? Because you say, Wie könntest du sonst über Schwingung sprechen, denn du sagst, ich sehe keine ungeheure Weite, ich kann damit nichts anfangen. Ich kann mit der Unendlichkeit nichts anfangen. Womit kannst du etwas anfangen? Ich kann mit dem Gefühl des Seins etwas anfangen. Okay, das Gefühl des Seins, das ist fein. Wie wirst du das finden? Also es ist mehr wie eine Energie oder eine Schwingung. Wer ist sich dieser Schwingung bewusst? Ist das eine Schwingung? Nein, es ist wie etwas, was keine Qualität hat. So, ich kann es nicht erkennen. Aber woher weißt du, dass es keine Qualität hat? Dass es keine Qualität ist? Do things have to have a quality? You recognize Müssen die Dinge eine Qualität haben? Du erkennst, dass es etwas ist, was keine Qualität hat. Woher hast du die Autorität, das zu wissen, diese Fähigkeit, dass es etwas ist, das keine Qualität hat? Ist es etwas, was du dir ansehen kannst? Oder etwas, von dem du ausschaust? Ja, das ist es. Er sagt, dieses, was keine Qualität hat, weißt du, was das für eine hohe Aussage ist? Überall in der Welt, wenn du Leute befragst und sagst, was ist da wirklich letztendlich, was ist wirklich hier? Und da kommt jemand und sagt, da ist eine Art Schwingung. Was sieht diese Schwingung? Ich kann das nicht richtig sagen. Warum nicht? Weil es keine Eigenschaften hat, keine Qualitäten. Was weiß, dass es keine Eigenschaften hat? Ist das selbst eine Eigenschaft? So either your mind or you answer this question. Tell me which is the one. Entweder antwortet dein Verstand oder du antwortest auf diese Frage. Was war die Frage nochmal? Du sagst, wenn ich dich frage, das, was sich der Schwingung bewusst ist, ist das eine Schwingung? Dann sagst du nein. Dann sagst du, ich frage dich, was ist es dann? Du sagst, es hat keine Eigenschaft. Und ich frage dich, was weiß denn, dass es keine Eigenschaft hat? Ich freue mich sehr. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so weit kommen werden. Du sagst, es hat keine Eigenschaft. Du hast bereits bestätigt, dass etwas definieren kann. Es ist etwas jenseits von Eigenschaften. Was ist das, was wissen kann, dass es jenseits davon ist? Du hast die Antwort bereits gegeben. Aber ich möchte wissen, ob du dir deine eigenen Antwort bewusst bist. Es fühlt sich so an, als ob das Ich eine Qualität ist, die sehr unangenehm ist. Für sich selbst oder für etwas anderes? Für die Idee, die ich von mir selbst habe, glaube ich. Die Idee, die du von dir selbst als Ich hast, ist es zu einschränkend oder zu groß? Das Gefühl? Es ist einschränkend. Ich werde dich nicht mit dem Ich gefangen setzen. Ich kann dich nicht in ein Gefängnis von einer Eisenstange setzen. Diese eine Eisenstange ist das Ich. Wenn das Ich nicht passt, hervorragend. Denn wenn das Ich eine Form ist, ich werde dir keine Form geben. Ich verkaufe keine Formen. How do you throw it away, though? How do you throw the I away? Komm. Wie wirfst du das Ich weg? Du bist nicht daran interessiert. How did I get it in the first place?
wie habe ich es denn bekommen? War es ursprünglich für mich? Wenn es ursprünglich für mich war, kann es nicht wegwerfen. Wenn du sagst, das Ich fühlt sich einschränkend an, das Ich ist das wichtigste Wort. Denn beinahe alles, was getan oder gedacht oder geglaubt oder vorgestellt wird, hat irgendwie ein Ich dahinter. Eine Art von Selbstbezug, ein Subjekt. Die subjektive Präsenz, die sagt, so und so. Dieses Ich-Gefühl. Und du sagst, dass dieses Ich unangenehm ist. Und ich frage dich, für sich selbst oder für etwas anderes? Und was hast du darauf gesagt? Für die Idee, die ich von mir selbst habe. Die Idee, die Ich-Idee. Die Idee, die ich von mir selbst habe. Es ist also eine Idee, die können wir hinter uns lassen, nicht wahr? Du hast nicht gesagt, es ist die Wahrheit, die ich von mir selbst glaube. Du hast gesagt, es ist eine Idee. Wir haben so viele verschiedene Ideen gehabt. Warum kannst du diese Idee nicht zurücklassen oder zumindest beiseite lassen für den Moment? Wenn du das Ich für den Moment beiseite lässt, und jetzt frage ich dich, was ist jetzt übrig? Feelings and sensations and color. Gefühle und Empfindungen, die dich auf welche Weise beeinträchtigen, ohne dein Ich. Die Gefühle sind sehr intim im Körper. Es fühlt sich an, als ob etwas im Körper sehr nervös ist. Ich hätte gedacht, das hätte mit dem Ich zu tun gehabt. Also das sind Freunde vom Ich, oder? Das sind so die Kumpel vom Ich, intim und so. Das ist das, was wir beiseite gelassen haben, mit dem Ich. Es fühlt sich so an, als ob es hier wäre. Manchmal geht jemand aus dem Zimmer und es fühlt sich so an, als wären die immer noch da. Vielleicht ist es einfach wie ein Kater. Ja, ein Kater ist besser, als sich an etwas festzuklammern. Also trink einfach einen Kaffee. Du kannst natürlich sagen, ein Kater ist in Ordnung. Wir wissen, gestern Abend habe ich ein paar getrunken und heute Morgen, da komme ich nicht so gut aus dem Bett. Aber Kater bedeutet ja, dass es vorübergehen wird. Du musst warten, bis der Kater vorbei ist, bis der Kater zu einem vergangenen Erlebnis wird. Also etwas will ein Aspirin dagegen haben, etwas will, dass es weggeht. Also jenseits von dem Ich mit all diesen Sachen, die wir da drüben hingelegt haben, wer spricht jetzt? Ist das ein anderes Ich? Oder spricht es das Absolute? Ich weiß nicht, ob es da noch jemand anders gibt, den ich übersehen habe. Ist es nur der Verstand? Bedeutet das etwas oder nicht, wenn du das sagst? Es ist nur der Verstand, denn das ist eine andere Sache. Du siehst den Verstand, wenn du das Ich dorthin setzt, dann ist der Verstand auch dort, beiseite gelassen. Wenn du ihn beiseite lassen kannst, dann ist nichts mit dir assoziiert. Dann was bist du dann? Denke nicht darüber nach. Denn es ist näher als Denken, es ist Vordenken. Es ist jetzt Zeit, es zu beichten. Nichts. Nichts. Ist das nur das Nichts im Wort oder das Nichts jenseits der Worte? Fühlst du dich jetzt sehr unangenehm, während du hier sitzt, oder fühlst du dich entspannter? Ich fühle mich besser und weniger als etwas. Das bisschen etwas, was noch hier zurückgeblieben ist, musst du das würdigen oder kann es einfach nur ein Kater sein?
Ich entscheide mich dafür, dass es einfach nur ein Kater ist, dass es hier sein darf. Was auch immer also hier übrig geblieben ist, wenn es nicht der Verstand ist, kann das einen Kater haben. Nur durch Vorstellung und Überzeugung. Und hat das Autorität über dich oder ist es etwas, mit dem du interagierst? Ja, ich interagiere damit. Wow, Tapani. Toll, Tapani. You see, all this power, seht ihr, all diese Kraft, diese Macht ist hier. And still it was given so much energy given to the mind. Dennoch wurde so viel Energie dem Verstand gegeben. Was war die Faszination mit dem Verstand? All diese Kraft. Okay, maybe you might say, well, I don't see it as power. Ja, vielleicht sagst du, ich sehe es aber nicht als Kraft. Es ist Kraft. Und da ist einfach zu viel Bedeutung dem Körper-Geist-System gegeben. Was heute aufhört oder was weitergeht? It ends. Es endet. Es endet. That feels so good. Das fühlt sich so gut an. So good. Das fühlt sich so toll an. That feels so good. Das fühlt sich hier so toll an. I feel good for you. Ich fühle mich gut für dich. I feel good with you. Ich fühle mich mit dir gut. I mean, that is, you know, even just to come to this place of seeing. Einfach nur an diesen Ort des Sehens zu gelangen. It's like the difference between, you know, heaven and hell. Das ist der Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Das geht darüber hinaus. Ich möchte es noch nicht einmal die Form des Himmels oder der Hölle geben. All these things all diese Dinge, die werden von dir bestimmt, ob du ihnen mehr Energie geben willst oder ob du dich dafür entscheidest, das aufzuhören, nachdem du erkannt hast, dass du bist, was du bist, aber dass diesen Gedanken Energie zu geben, die sind dadurch gewachsen und die sind dann zu einem Daumennagel geworden, der die Sonne verbirgt. Und die Sonne ist noch nicht einmal da, sie ist hier. Wenn die Sonne hier ist, was könnte sie verbergen? Nur ein Gedanke. Und sogar ein Gedanke kann sie wirklich nicht verbergen. Du musst es wirklich glauben, aber du kannst es nicht glauben. Und dennoch kannst du es. Das ist die seltsame Sache. Und ich freue mich so sehr. Tapani. Ich soll am Freitag gehen. Ich habe ein Flugticket. Well, you have used today very well. Du hast heute den Tag wirklich gut genutzt. As you have used today so well, then whatever da du heute so gut genutzt hast, was auch immer für andere Tage kommen, die sind nicht mehr so relevant für das, von wo du aussprichst. Thank you for being with us. Danke, dass ihr bei uns seid diesmal. I would even say timelessness. Ich würde sogar sagen, in diesem zeitlosen Moment. Because Zeitlosigkeit. this is really the purest ground. Denn das ist wirklich der reinste Grund, der bodenlose Boden, von dem aus ich authentisch in Beziehung gehen kann mit denjenigen, von denen ich weiß, dass ihr die seid. Yes. Ja.
Ihr könnt das sehen, also ich kann es gar nicht ausdrücken, aber ihr könnt es sehen, diese Freude, die kommt. When we are in acknowledgement, at least recognition and acknowledgement of that which is truly das, was wirklich hier ist, erkennen, anerkennen, das, was allein unsere intimste Aufmerksamkeit wert ist. Und das ist das, was wir als unsere Selbstaufmerksamkeit bezeichnen. Which is a non-phenomenal recognition, meaning und das ist eine nicht phänomenale Erkenntnis. Das ist nicht etwas, was etwas anderes beobachtet. And if we can relate from here, und wenn wir von hier in Beziehung gehen können, dann sag mir, was mit deinen persönlichen Problemen passiert, sozusagen. They have no significance here. Sie haben hier keine Bedeutung. They live in another realm. You have to descend. Sie leben in einem anderen Reich. Du musst dich in dieses Reich der Persönlichkeit hinabbegeben. Und auch wenn wir in diesem Land gelebt haben, sind wir dennoch keine Bürger dieses Landes. Wir gehen da durch, oder besser ausgedrückt, es bewegt sich durch uns hindurch. Es sind Phasen, die wir erleben müssen. Dieses Gefühl der Reise in der persönlichen Existenz und zu schmecken und zu sehen, befriedigt das denjenigen, der ich wirklich bin. Aber du musst natürlich herausfinden, wer du wirklich bist. Und sogar, wenn wir das herausfinden, dann bewegen wir uns immer noch hin und her für eine Zeit lang. Wir gehen immer noch zurück in den Rotlichtbezirk des Verstands, um ein wenig Spaß zu haben. Dann kommen wir wieder heraus, dann gehen wir wieder hinein. Und allmählich akklimatisieren wir unser Bewusstsein für seine eigene Quelle. Und deshalb braucht das Zeit, weil da diese Übergänge darin sind. Aber wenn du zur vollständigen Erkenntnis kommst, dann erkennst du, dass auch das Teil des Spiels ist, dass auch das gesehen wird. Und die Implikation dahinter, hinter dem Zugeständnis, dass das ebenfalls gesehen wird, ist, dass es vorbeigeht, weil es ebenfalls gesehen wird. Und was auch immer kommt und geht, dass das nicht real ist. Es hat momentane Bedeutung, aber es hat keine dauerhafte Bedeutung. Es hat nicht die Tiefe. Es hat nicht die Glaubwürdigkeit, die wir ihm verleihen. Damit wir wünschen irgendwie es in Erinnerung zu behalten. Und ich glaube, dass das nicht heißt, dass du die Wahrheit deiner selbst ehrst. Und nach einem bestimmten Punkt ist es so, als ob das automatisch passiert, dass der Besucher, der gekommen ist, um zu besuchen und der sich nicht wie ein guter Besucher verhalten hat, dass der seinen eigenen Schlüssel bekommen hat. Und schließlich, dass du zu einem Mieter in deinem eigenen Haus geworden bist und dass der Besucher dir Miete abverlangt. Und wir sagen, oh, das Leben ist so unfreundlich. Nein, es ist so, dass du das Leben nicht weise lebst. Der Herr hat gesagt, du bist der Mieter dieses Hauses in diesem Spiel, aber wenn du aufwachst und dieses körperliche Leben sehr gut benutzt, dann wirst du erkennen, dass du ich bist. Wenn du es nicht siehst, dann bekommst du mehr Zeit, um das zu erkennen. Und ob das jetzt mehr Zeit ist oder mehr Lebenszeiten, wir sind nicht so getrennt, wie wir glauben. Und Gott sei Dank haben wir keinen freien Willen in gewisser Weise. Auch wenn wir schlechte Entscheidungen treffen, sind wir immer noch das Selbst, das ein wenig länger träumt. Du bist niemals nicht das Selbst. Wir sind niemals nicht das Selbst, aber wir können den Traum ein wenig länger träumen.
Sometimes the dream has to reach nightmare status. Manchmal muss der Traum den Status eines Albtraums erreichen, damit wir sagen, es reicht. Und damit wir die Aufmerksamkeit nach innen wenden und das, was unveränderlich ist, bestätigen. So if Satsang is a success for you, wenn der Satsang für dich ein Erfolg ist, the emphasis should not be that you dann sollte die Betonung nicht darauf liegen, dass du etwas but lernst, more that it made you empty. sondern eher, dass es dich leer gemacht hat, dass es dich zu deiner Lehre zurückgebracht hat. Das ist die höchste Lehre. You can't write it down on paper. Du kannst es nicht auf Papier aufschreiben. Die höchste Lehre ist keine Lehre. Sie löscht Wissen aus. Aber sie ersetzt das Nichts durch Ignoranz. Oder sie löscht kein Wissen aus, sondern die Abhängigkeit, das Vertrauen auf phänomenales Wissen. Wirkliches Wissen ist nicht phänomenal. Es ist das Gleiche wie das, was ist. Wahres Wissen ist. Danke. Danke, danke. Ich sage, dass du, wenn du eine Erkältung hast, wenn der Schleim dir dann in der Kehle aufsteigt, dass du es herausspuckst, nicht verschluckst. Es ist so einfach, wieder zu verschlucken, wie eine kleine Freude, ein kleiner Genuss. Wenn er hochkommt, finde einen Ort, an dem du ihn ausspucken kannst. Sag dir nicht, oh, das ist ein wenig unangenehm, ich schlucke es wieder herunter. Hallo. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin nicht ekelerregend. Danke. Seid ihr am richtigen Ort? Hier? Hier? Ja. Dann ist es gut. Bale, will you sing something today? Bole, kannst du heute etwas singen? Thank you, Father, for letting me hear your song, even while I sleep. Thank you, Father, for letting me hear your voice underneath every noise. Thank you, Father, every moment of joy, every moment of pain is filled with your grace. I see them, I hear them, I speak with them, and I am still alone. Alone, alone, alone. Father, I am alone, alone with you and with you alone.
inside your heart, every battle is won. By your grace alone, by your grace alone. Father, you are alone, you are all in one, you are one in all. Alone, alone, alone. Thank you, my Lord, for letting me see your eyes, even just for one time. Thank you, my Lord, for letting me walk with you, even just for one time. Thank you, Father, I know this is your will, so take everything, leave only one shrine, where I come on my knees, where there's justice and peace, where alone you exist. My Father is one. My Father is love. One love, one love, one love. Father, we are one love, and you are the one. And you are the love. Was I ever born? Or there is only one love, one love that gave life to us all, to us all. To us all, that sees everything and protects everyone, gives them what they need, gives them what they want. How merciful you are, my Lord, my Lord, one love. Could I ever love? Could this love be mine? Tell me, what is this love that shines from the infinite heart of the Lord, my Lord? And it's bound to awaken in the heart of all, of all. Oh, friend, rejoice, rejoice, be happy and rejoice, for it will awaken in the heart of all, of all, of all. One love is pure, one love is whole, one love is for all, one love never comes, one love never goes. It is not concerned with anything at all, at all. It is ever free, it is ever pure. It is all that only one love can be. It is my Father, and it's also His Son, His Son. It
it's also the sun. One love, one love, one love alone.